Du interessierst dich für den Philips OneBlade oder den OneBlade Pro, bist dir aber noch gar nicht sicher, welches der beiden Geräte für dich am besten geeignet ist? Dann bist du in diesem Video genau richtig, denn wir haben beide Produkte miteinander verglichen und alle unsere Erkenntnisse siehst du jetzt in diesem Video. Also bleib einfach dran, es geht los! Auf geht's mit unserem Vergleich der OneBlades. Aktuell haben wir zwei Face-and-Body-Varianten getestet, nämlich den OneBlade Face-and-Body QP6630 und den OneBlade Pro Face-and-Body QP6650. Welcher der beiden besser ist und wo die wesentlichen Unterschiede liegen, schauen wir uns jetzt an. Starten wollen wir zunächst mit einem Überblick, und zwar an unserem Punkt Ausstattung und Technik. Bei den Face-and-Body-Varianten des OneBlade handelt es sich im Grunde um eine Art eierlegende Wollmilchsau. Das soll heißen, dass man mit den Geräten rasieren und stutzen kann, und das nicht nur im Gesicht, sondern auch am ganzen Körper. Im Vergleich zu normalen OneBlades hat sich der Einsatzbereich also um das sogenannte Body Grooming, sprich die Entfernung von Körperbehaarung, erweitert. Was die Klingen angeht, greifen beide OneBlades auf dasselbe Klingensystem zurück, welches sich 200 Mal in der Minute bewegt. Um dennoch ein sicheres Gerät ohne Verletzungsgefahr zu liefern, setzt Philips bei beiden Geräten auf ein zweifaches Schutzsystem, bestehend aus einer Gleitbeschichtung und einer abgerundeten Klingenkante. Wie es tatsächlich um die Verletzungsgefahr steht, berichtet uns Remo später noch im Praxistest. Im Punkt Schnittbereich sehen wir dann aber Gegensätze. Beim OneBlade kann mit Hilfe der Kammaufsätze ein maximaler Schnittbereich von 5 mm ermöglicht werden. Der Pro bringt dagegen einen Präzisionskammaufsatz mit, der einen maximalen Schnittbereich bis 10 mm ermöglicht. Die verteilen sich auf insgesamt 14 Längeneinstellungen. Somit bietet der Pro, was das angeht, ein paar Optionen mehr. Davon abgesehen kann man beide OneBlades sowohl zur Trocken- als auch zur Nassrasur verwenden. Da die Geräte zudem nach dem Standard IPX7 wasserdicht sind, steht auch einem Einsatz unter der Dusche nichts im Weg. Was das Thema Akku angeht, bringen beide Geräte einen Lithium-Ionen-Akku mit. Der OneBlade braucht laut Hersteller ca. 4 Stunden, bis er vollständig aufgeladen ist. Eine volle Ladung bietet dann eine Akkulaufzeit von einer Stunde. Dagegen ist der Pro bereits in einer Stunde voll aufgeladen und bietet dann eine Laufzeit von 2 Stunden. Das ist recht ordentlich. Allerdings sind das unserer Meinung nach in beiden Fällen solide Akkuverhältnisse, auch wenn der Pro sich hier noch ein wenig deutlicher absetzen kann. Hinzu kommt, dass beide Modelle eine Akkuanzeige bieten. Zugegeben, beim OneBlade läuft das noch recht rudimentär ab. Das heißt, wir haben lediglich eine Leuchte, die angibt, ob der Akku voll, leer oder am Laden ist. Beim Pro hat man dagegen eine Akkuanzeige detailliert in Prozent. Dazu gibt es noch einen Low-Akku-Indikator. Hat man nur noch 5% zur Verfügung, blinkt das Batteriesymbol auf. Somit kann sich der Pro auch, was das angeht, absetzen. Einen Netzbetrieb gibt es dem entgegen bei keinem der Geräte. Die OneBlades werden entsprechend nicht funktionieren, wenn sie sich im Lademodus befinden. Das ist zwar schade, hat aber was mit Sicherheit zu tun und ist daher gar nicht so unüblich. Unterm Strich kann sich der Pro im Punkt Ausstattung und Technik durchsetzen. Er kommt mit einem größeren Schnittbereich und bietet mehr Komfort durch die detaillierte Akkuanzeige. Davon abgesehen bringt er bessere Akkuwerte mit, wodurch er sich noch deutlicher von seinem kleinen Bruder absetzen kann. Übrigens, die Links zu den beiden OneBlades findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Im Praxistest haben wir uns die Geräte dann erstmal aus der Nähe angeschaut. Verarbeitungstechnisch gibt es bei den OneBlades nichts zu meckern. Alle Teile passen gut zusammen und machen einen ordentlichen Eindruck. Darüber hinaus bieten die Geräte ein ergonomisches Design mit einer rutschfesten Gummierung. Auch ist es generell so, dass die beiden recht wenig auf die Waage bringen. Der OneBlade wiegt 96 und der Pro 115 Gramm. Verglichen mit anderen marktüblichen Rasierern ist das ziemlich leicht. Falls man die Längeneinstellung mal anpassen möchte, funktioniert das bei beiden Geräten sehr einfach. Beim OneBlade steckt ihr den gewünschten Kammaufsatz drauf und legt los. Beim Pro müsst ihr noch über das Drehrad die gewünschte Länge einstellen, bevor ihr auch hier starten könnt. Generell können alle Kammaufsätze ohne viel Gefummel von der Klinge abgezogen bzw. draufgesteckt werden. Ein Klickgeräusch signalisiert, dass es sitzt. Dadurch kommen wir zu einem recht guten Handling bei den OneBlades. Hier hatten wir nicht wirklich was auszusetzen. Dementsprechend lassen sich die Geräte beim Arbeiten im Grunde gut führen. Lediglich an verwinkelten Bereichen, wie am Kinn oder unter der Nase, kommen sie manchmal nicht ganz so gut voran. Das liegt wahrscheinlich am starren Klingenkopf, der vom Aufbau an einen klassischen Nassrasierer erinnert. Eine derartige Klinge umschließt Konturen wie am Kinn nicht ganz so optimal. Somit bringen die OneBlades, was das Führen über derartig schwierige Konturen angeht, eine kleine Schwäche mit sich.
Mit ein bisschen Übung gewöhnt man sich aber daran und kommt schließlich gut damit klar. Last but not least müssen wir im Punkt Komfort natürlich über die Lautstärke sprechen. Schließlich arbeitet man mit derartigen Geräten auch am Kopf und somit in der Nähe der Ohren. Beide OneBlades bieten hier unterm Strich gute Werte. Mit einer Lautstärke um die 64 Dezibel für den normalen OneBlade bzw. 59 Dezibel für den Pro liefern die Geräte auf jeden Fall ein vernünftiges Ergebnis ab. Lediglich beim OneBlade könnte das Geräusch etwas angenehmer sein. Denn er klingt recht hochfrequent und summt ein wenig. Das Geräusch des Pro wirkt auf uns dagegen voll und rund und stört nicht durch unangenehme Frequenzen. Soweit zum groben Überblick. Bevor wir uns nun dem Kern unseres Praxistests zuwenden, also dem Rasieren und Stutzen, möchten wir vorerst noch einmal schauen, was Remo so zu berichten hat. Der hat die OneBlades nämlich für uns im Alltag auf die Probe gestellt und möchte seinen Eindruck zum Sicherheitsgefühl teilen. Bei beiden OneBlade-Varianten scheint die Klinge identisch zu sein. Und ich habe mir so gedacht, die sieht ganz schön scharf aus und wird wohl auch sehr gefährlich für meine Haut sein. Die geht doch garantiert ins Fleisch. Und ja, beim Ausprobieren habe ich dann irgendwann merken müssen, dass da einfach gar nichts passiert. Also irgendwie ist es Philips gelungen, hier eine Klinge zu konstruieren, die sehr scharf und präzise die Haare schneidet, aber mit Sicherheit nicht das Fleisch. Also, die ist sicher. Ein hohes Sicherheitsgefühl ist schon mal ein guter Anfang. Aber was ist eigentlich mit Hautirritation? Was das angeht, liefern die Geräte ebenfalls gute Ergebnisse ab. Zugegeben, nach mehrmaligem Drübergehen können sich schon ein paar Hautirritationen bemerkbar machen. Grundsätzlich ist das aber noch absolut im Rahmen. Hier meckern wir auf hohem Niveau. Soweit so gut. Kommen wir nun zum Wesentlichen, nämlich zu unseren Rasier-, Stutz- und Bodygroom-Ergebnissen mit den beiden OneBlades. Hier offenbarte sich ihre Stärke insbesondere beim Rasieren. Das heißt, dass man in der Regel nur wenige Züge braucht, um ein relativ glattes Ergebnis zu bekommen. Klar, an eine klassische Nassrasur kommen die OneBlades nicht ganz ran. Allerdings ist der Unterschied unserer Meinung nach nicht allzu groß. Dem entgegen gestaltet sich das Stutzen mit den Aufsätzen als etwas müßig. Beide Geräte benötigen mehrere Züge, bis das Stutzergebnis passt. Etwas überrascht waren wir beim Präzisionskammaufsatz des Pro-Modells. Der hat unserer Meinung nach die Haare noch etwas schlechter erfasst als sein kleiner Bruder. Bringt man hier etwas Geduld mit, geht es aber noch klar. Was das Bodygrooming angeht, läuft das ähnlich ab. Hier gibt es spezielle Aufsätze für das Stutzen der Körperbehaarung. Um das Ganze für euch plakativ darzustellen, möchten wir das einmal am Arm veranschaulichen. Armbehaarung kommt der übrigen Körperbehaarung unserer Meinung nach noch mit am nächsten. Mit Ausnahmen, versteht sich. Aber um einen Eindruck zu bekommen, sollte es reichen. Geht es dann ans Schnibbeln, merkt man sowohl beim OneBlade als auch beim Pro, dass das alles nicht so schnell funktioniert. Wie mit den normalen Stutzaufsätzen erfordert auch das Arbeiten mit dem Hautschutzaufsatz mehrere Züge, um die Haare zu erfassen. Das ist leider nicht ganz so optimal und könnte unserer Meinung nach besser sein. Natürlich ist man nicht gezwungen, mit den Körperhaaraufsätzen zu arbeiten. Klar, sie sind dafür da, um die Verletzungsgefahr bei empfindlichen Bereichen zu vermindern. Allerdings finden wir auch, dass das Arbeiten ohne Aufsatz relativ sicher funktioniert. Wenn man kann, sollte man also lieber die nackte Klinge nutzen. Lediglich, wenn ihr euch durch besonders sensible Bereiche bewegt, solltet ihr etwas aufpassen oder vielleicht sogar den Hautschutzaufsatz mal drauf tun. Denn bei Hautfalten oder ähnlichem kann das sonst schon mal passieren, dass die Klinge in die Haut piekt. Unterm Strich kann sich im Punkt Rasieren und Stutzen der OneBlade mit einem kleinen Vorsprung von seinem großen Bruder absetzen. Zwar stehen sich die Geräte, was das Rasieren angeht, in nichts nach. Allerdings ist das Stutzergebnis des kleinen Bruders etwas besser ausgefallen. Der Pro kann, was das angeht, nicht ganz mithalten und muss hier daher einen kleinen Abstrich in Kauf nehmen. Und nochmal zur Erinnerung. Die Links zu den beiden OneBlades findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Damit die OneBlades möglichst lange ihren Dienst verrichten können, ist es natürlich wichtig, sie regelmäßig zu reinigen. Das funktioniert bei beiden recht einfach. Die Geräte sind schließlich wasserfest und somit geht die Reinigung locker von der Hand. In der Praxis heißt das, dass ihr die Geräte und die Klingen einfach unter fließendem Wasser ausspülen könnt. Was leider nicht ganz so komfortabel ist, ist die Tatsache, dass die Klingen grundsätzlich dem Verschleiß unterliegen. Ausgehend von 2 Rasuren pro Woche halten die Klingen bis zu 4 Monate.
Dann müssen neue angeschafft werden, was natürlich mit laufenden Kosten verbunden ist. Das ist etwas schade. Was den Lieferumfang angeht, kommen uns allerdings beide OneBlades ein klein wenig entgegen. Denn sie kommen jeweils gleich mit 2 Klingen, wodurch man erstmal eine Weile seine Ruhe haben sollte. Davon abgesehen bieten beide Modelle das obligatorische Netzteil, einen 3 mm Trimmaufsatz für den Körper, eine Schutzkappe für die Klingen, sowie den zuvor erwähnten Hautschutzaufsatz für empfindliche Bereiche. Der OneBlade bringt dann noch die 4 Kammaufsätze in verschiedenen Längeneinstellungen für das Gesicht und einen schlichten Reisebeutel mit. Der Pro kommt dagegen mit dem Präzisionskammaufsatz daher und bietet ein wertig gemachtes Reiseetui. Außerdem hat er noch einen Standfuß samt Ladefunktion. Unterm Strich wirkt das mitgelieferte Zubehör bei beiden Modellen stimmig und entspricht ihrer Funktionalität. Wobei man zugeben muss, dass das Zubehör der Pro-Variante auf uns qualitativ etwas hochwertiger wirkt. Was den Punkt Reinigung, Wartung und Zubehör angeht, liegen beide OneBlades recht dicht beieinander. Der Pro kann sich allerdings mit einem kleinen Vorsprung vom normalen OneBlade absetzen. Ausschlaggebend sind hier das wertig gemachte Reiseetui sowie der Standfuß. Kommen wir zum Ergebnis unseres OneBlade-Vergleichs. Grundsätzlich kann man sagen, dass man mit einem OneBlade Face & Body eine Art All-in-One-Gerät bekommt, das auf das Rasieren und Stutzen der Gesichts- und Körperbehaarung ausgelegt ist. Das machen beide Modelle aus diesem Test auch recht gut. Unterm Strich kann sich dennoch der Pro von seinem kleinen Bruder absetzen. Zwar hat der Pro, was das Stutzen angeht, im Vergleich ein etwas schlechteres Ergebnis abgeliefert. Das kompensiert er allerdings vor allem durch seine sehr guten Akkuwerte, die detaillierte Akkuanzeige und die geringe Lautstärke. Nicht zuletzt bietet er auch einen etwas wertigeren Lieferumfang. Im Ergebnis führen diese Punkte zu einem Vorsprung des Pro-Modells. Wer lediglich auf der Suche nach einer Alternative zur Nassrasur ist und nicht viel Wert auf das Drumherum legt, ist mit dem normalen OneBlade bereits gut bedient. Soll es aber etwas wertiger und auch komfortabler sein, ist der Griff zum Pro durchaus eine Überlegung wert. So, diese OneBlades haben wir miteinander verglichen. Wenn dich eines der beiden Produkte besonders interessiert, dann schau mal unten in die Videobeschreibung, denn dort sind beide Geräte nochmal für dich verlinkt. Selbstverständlich auch im Einzeltest. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du dran bleibst, denn im Anschluss folgt noch die Endcard mit ein paar interessanten Videovorschlägen.